something? Do you know that your body actually created by the Lord is not for the stress situation? Wisst ihr, dass der Körper, so wie der Herr ihn geschaffen hat, ist nicht für die stressige Situation? Because your body are created to enjoying the togetherness with Lord. Denn euer Körper wurde dafür geschaffen, um die Zusammenhalt mit dem Herrn zu genießen. Do you know that your body is not created for the sickness? Wisst ihr, dass euer Körper nicht für die Krankheit geschaffen wurde? You know how sickness coming, right? Ihr wisst ja, wie die Krankheit zu euch Because of kommt, the sin. wegen der Sünde. So that the wholeness of law that was us is now gone because Adam and Eve did what they did in the garden. Damit ist die Vollkommenheit, die von Gott in uns war, ist jetzt So weg. what I want to say to you is today, actually, the sickness coming because there is a stress. Was ich euch damit sagen möchte, ist, viele Krankheiten kommen heute wegen dem Stress. Don't say me, how do you know that? I know it because I'm a doctor. Frag mich nicht, woher ich das weiß das, weil ich ein Doktor bin. Okay? Arzt. Arzt. So that's why people sometimes have something. The muscles are very tight, Manchmal sind die Muskeln dann sehr verspannt. And they said I have headache here in my neck and everything, problem in my back and everything. Leute sagen, ich habe Schmerzen in meinem Nacken und meinem Rücken. And you know something? People tend not to move. Leute haben die Gewohnheit, sich nicht zu bewegen. You know when people work in the office, you know how many meters they walk they move in 24 hours. You know that how much? Wisst ihr, wie viele Meter eine Person, die in meinem Office arbeitet, am Tag geht? Only 600 meters. Gerade mal 600 Meter. And you know how much our body need to walk, to move in one day? You know how much? Und wisst ihr, wie viele Meter unser Körper an einem Tag gehen sollte? 15 kilometers. 15 Kilometer. That's our body need to work. Das ist, was unser Körper braucht, um zu funktionieren. Ask your neighbors, are you walk 15 kilometers? Fragt eure Nachbarn, geht ihr 15 Kilometer am Tag? That's why no wonder become dead and become headache and everything, Deswegen sollten wir uns nicht wundern, wenn wir krank werden. Oder and then come the stress and you think and you do that and do this and and there is always stress coming. Und dann kommt der Stress und denkt, wir sollten dies oder das tun, aber es wird immer wieder Stress kommen. We cannot enjoy life. Und dann können wir das Leben nicht genießen. And we wonder why we become sick. Und dann fragen wir uns, warum wir krank werden. Why we cannot tolerate this and tolerate that and tolerate this? Warum können wir dies oder das nicht mehr tolerieren? Why we are so likely to become sick? Warum haben wir es so leicht, krank zu werden? Because something is not what happens in our body actually is not what actually happened as God created our body. Weil das, was jetzt in unserem Körper passiert, das ist nicht passiert, dass Gott, so wie Gott unseren Körper erschaffen hat. Okay, your body need to enjoying everything that God provides. Unser Körper, der muss alles genießen, das, was Gott für uns bereitgestellt God hat. made you for that. Und das ist, wofür Gott uns That's geschaffen hat. why in Eden He said, enjoy everything. Und deswegen hat er in Garten Eden gesagt, genießt alles. Now I want to ask you, Jetzt möchte ich euch fragen, be honest. seid ehrlich, Do you enjoy your life today? genießt ihr euer Leben heute? Do you come home and say, I enjoy my life today, whatever happens? Geht ihr nach Hause und sagt, ich genieße mein Leben, egal was passiert? I enjoy my life today, how hard the examination today. Ich genieße mein Leben heute genau, egal wie schwer Can you die say Klausur ist. that I enjoy my life today, even I fail today? Könnt ihr sagen, ich genieße mein Leben heute auch, wenn ich durchgefallen bin? Be honest. Seid ehrlich. Or you become stressor and stressor and stressor. Oder werdet ihr mehr und mehr gestresst? That's why the Bible said like this in Proverbs 17:22. Deswegen steht in Sprüche geschrieben. Look at this. Proverbs 72 verse 22, it said like this. A cheerful heart is a good medicine, but a cross spirit dries up the bones. Sprüche 17,22. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, Ha! aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Amen or amen. Why you are so silent today? Warum seid ihr so ruhig heute? Huh? You know something?
what we have to do more, Was wir mehr tun müssen, smile. ist zu lächeln. And I see every time when I come to church, every Sunday, Jeden Sonntag, wenn ich zur Kirche komme, I just don't know why. ich weiß nicht warum, It's like so feel burden in the people. aber ich sehe so viel Even burden. Leid, Yes. Last bei den Leuten. Even you know there is you come to the God's presence. Auch wenn ihr zur Gegenwart Gottes kommt. Like they sing this, they just sung the sing today. It's better one day in the house of the Lord than another place, right? Genauso wie wir heute gesungen haben, es ist besser, einen Tag in deiner Gegenwart zu sein. In But deinem Haus. they came like Aber wir kommen trotzdem mit einer Miene zur Kirche. hey, I just want to say to you, smile a lot. Ich möchte euch einfach sagen, lächelt mehr. Okay? Now see your neighbors, please. Jetzt schaut eure Nachbarn an. All around. Um euch And herum. smile. Smile to them. Come on, Lächelt smile. sie an. Smile. Hey. You see, it's very hard to ask to smile. Und es ist sehr schwer, jemanden zu fragen, zu You lächeln. just say. And God said a cheerful heart is a good medicine. Aber Gott sagt, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund. Now I want all of you stand up. Ich möchte, dass wir alle zusammen aufstehen. Let me try something. Wir wollen etwas versuchen, Okay? So that your body can work out. Okay? sodass unser I Körper... want you to do this. Ich möchte, dass ihr Folgendes See macht. us, okay? As an example. Don't be afraid. You put it in here. Okay, you do like this because this practice will move your body Diese Übung unterstützt euren Körper zu bewegen, and it will move also your back muscle auch eure Rückenmuskulatur and also the muscle in your stomach. und auch die Muskeln am Bauch. And it will give strength to your spine. Es wird euch Stärke in die Wirbelsäule geben. Are you ready? Seid ihr bereit? You know something? Wisst ihr etwas? You have to just be glad that I said this to you, okay, as my church. Ihr solltet fröhlich sein, dass ich euch das sage als meine Gemeinde. Because when people come to my practice, they have to pay. Wenn Leute normalerweise zu mir kommen als Kunde, dann müssen wir dafür bezahlen. Amen. But I'm your pastor, you don't have to pay me. Also ich bin euer Pastor, ihr müsst mir das Okay, bezahlen. see like this, okay? You can see, okay? So, come here. Okay. So, one first, okay? And then that, okay? And then, the first is this. 1, 2, 3, 4. And we jump. Do it. With smile, okay? So that you move. So, first, oh, wait, people, wait. First of all, 1, 2, 3, 4. This is the coordination. And then with smile. Okay? Okay. 1, 2, 3. Wait. Physiotherapy things, you know. Ihr bekommt die Fischertherapie. Okay. Now, for your neck muscle, Jetzt für eure Nackenmuskulatur. okay, because you know something, when you come, it's like so tense, you know. Wenn ihr kommt, dann seid ihr immer so verspannt. Okay. Now, imagine there is a pencil in your nose, the tip of your nose, okay. Stell dir vor, da ist ein Bleistift in eurer Okay. Nasenspitze. And now try to write the numbers 8. Versucht die Nummer 8 zu schreiben. Okay. This is the pencil. Das ist And die, try to draw the number 8. in eurer Okay. Nase ist ein Bleistift. 1, 2, 3. Versucht die 8 zu schreiben. Come on, do it. Just do it. Just do it. Number 8. Okay? Are you good? Amen, church. Okay. Now stop it. You can do it in your house. Okay? Das könnt ihr auch zu Hause machen. Now for your back, instead
stand up again. Ist für die Rückenmuskulatur. Okay, this is a very popular thing that they do it in Australia. Das ist eine sehr wichtige I Sache. just want you all to be healthy, okay? Ich möchte einfach, dass ihr gesund So, seid. do like this. Macht wie folgt. To the back. Zum Rücken nach hinten. This is a little bit like this. Eure Knie sind gebeugt. And you just do like this. You just do like this. This is good for your back muscle. Come on. Do it, do it, do it. Yeah. More. You feel the tense, right? It's very good. Come on. Come on. Okay. You may sit it. You may sit it. So a cheerful heart is a good medicine. Also ein fröhliches Herz ist gute Medizin. So it means when we have a cheerful heart, actually it will impact our life. Also wenn wir ein fröhliches Herz haben, das wird das But Auswirkungen auf unser probably you say, Leben why haben. I have to be cheerful, Pastor? Aber vielleicht sagt ihr, warum muss ich glücklich sein? Because you know something that God gave us everything to Jesus Christ. Weil der Grund liegt darin, dass Gott uns Jesus alles schon gegeben hat in And Jesus. because you and I are walking under the grace, under the unmerited favor of God. Und weil wir alle unter dem unverdienten Gefallen von Gott Look at this, look at sind. this. Galatians, go to Galatians. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. This is very important for you, okay? Galater 5,18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem So Gesetz. it means now, because you are newborn, you receive Jesus Christ, now your spirit and the Spirit of God become one. Also wenn ihr neu geboren seid und ihr Jesus Christus angenommen habt, dann ist euer Geist mit Gott. The problem is that we think that we are still walking under the law. Das Problem liegt darin, dass wir noch immer denken, dass wir unter dem Gesetz But leben. there is demanding always there for us. Und dann wird immer wieder Sachen von uns verlangt sein. Instead, we enjoy everything that the Lord provide for us. Anstelle alles zu genießen, was der Gott schon für uns bereitgestellt hat. Because when we said we are living under the grace, we are walking under the Spirit. Anstelle zu sagen, dass wir unter dem Geist zu wandeln, sagen wir, sind noch immer unter dem Gesetz. And Galatians 5 verse 25 said like this. Look at this. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. This is very important, okay? Galater 5,25 steht, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. You cannot say, I am living under the grace of God, I'm living under the Spirit, but you still walk under the flesh. Ihr könnt nicht sagen, ich lebe unter der Gnade und ich wandle im Geist Gottes, aber seid noch immer in eurem Fleisch. Because it contradicts some things. Weil es steht gegenüber nichts. It makes you sick. Und es macht uns krank. And it makes you you will have a stress in your life situation. Und dann werdet ihr Stress in eurem Leben haben. You know something? What is the fruit when you walk in the Spirit? Look at this. Was ist, wenn wir im Geiste wandeln? But the fruit of the Spirit, look at this. So when people walking in the Spirit, this happens to them. But the fruit of the Spirit is, look at this, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Also was die Auswirkungen darin im Geiste zu wandeln, Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. You know something? This will happen to you when you are walk in the Spirit. Walk with the Spirit. Das, was mit euch passiert, wenn ihr im Geiste wandelt. Okay? Whatever happens around you, Was auch immer um euch herum passieren würde, when you walk in the Spirit, wenn ihr im Geiste it wandelt, will never impact your life. dann werden diese schlechten Dinge euer Leben The keine influence Auswirkungen of haben. what is surrounding you will never make things in your life. Die Auswirkungen von den Dingen um euch herum werden niemals in eurem Leben teilhaben. Because this is the fruit that you have. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Denn das ist die Frucht, die ihr haben werdet. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. And you know, that makes us different from the world. Und das macht den Unterschied zwischen uns und der Welt. Because we have love and joy and everything, you know. Weil wir Liebe und Friede und Freude haben und alles. Because we have
something that the world not have. Weil wir etwas haben, was die Welt nicht hat. So listen, this is not what you produce that through your, what you can, you train yourself and you produce that. You cannot. Das ist etwas, das nicht von uns alleine herauskommen kann. Yeah? You cannot train your flesh and you become like this. No. Wir können unser Fleisch nicht dazu trainieren und dann diese That's Frucht why haben. it's said that it's the fruit of the Spirit. Deswegen steht auch geschrieben, das ist die Frucht des Geistes. Amen, church. You cannot say, I want to discipline myself so that I can love, kindness, and joy. For example, Man kann nicht sagen, ich möchte mich selbst disziplinieren, um Liebe und Freude zu haben. okay, Zum when you Beispiel, say, I want to become what you say, I want to have to love, joy, and peace. wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Liebe, Friede und Freude haben, Be honest with me. seid ehrlich mit mir. Can somebody lend money from you? Wenn jemand von euch Geld leiht You said, I want to train myself. und ihr sagt, ich möchte mich selber trainieren, Somebody lend money from you. und jemand von dir euer Geld ausleiht, 100 euros. 100 Euro, And he said, und diese Person sagt, in 2 weeks I will pay you. in 2 Wochen bezahle ich dir zurück, But he doesn't. aber er tut es nicht. Do you still have love to this person? Hast du nochmal die Liebe für diese Person? Be honest with ourselves, people. Lasst uns ehrlich mit uns selber sein. So, but how can you produce all of this fruit? Aber wie können wir diese ganze Frucht Because hervorbringen? everybody from us want to have love, joy, peace, forbearance, and everything in our life, right? Denn natürlich jeder von uns möchte das in unserem Leben haben. Who wants to Liebe und have this Freude. fruit in his life, in their life? Wer möchte diese Frucht in Ja. seinem Leben haben? Of course. Natürlich. And God wants you to enjoy all these things. Und Gott möchte auch, dass wir diese Dinge genießen. That will make us different from the world. Und das, was uns unterschiedlich machen wird von der And Welt. you ask like this, and how can I do it, Pastor Ivan Siombi? Und vielleicht sagt, und dann fragt ihr euch, aber wie kann ich das machen, Pastor? Go to the next verse, please. Lass uns den nächsten I Vers. just opened this for you. Proverbs 3, verse 5, and says, trust in the Lord. So when you say, I want to walk in the Spirit, how can I walk in the Spirit? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit in other texts and acknowledge to Him, and He will make your paths straight. Sprüche 3, Vers 5 lesen wir, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. God said, okay, I believe in God, okay? Gott sagt, ja, ich glaube an Gott. The Bible said, believe in God. Die Bibel sagt, And glaube you an say, Gott. I believe in God. Und du sagst ja, aber ich glaube an But Gott. I need a practical thing. Aber ich bin in der Praxis. That's why God gives you also. Und deswegen, was Gott euch auch Because gibt. our God is not only the theoretical God. Denn unser Gott ist nicht nur der theoretische Gott. Jesus, our God, is not only theoretical, you know. Jesus lebt nicht nur von der Theorie. Amen. When somebody's sick, He healed that person. Wenn jemand krank war, dann hat Jesus diese Person geheilt. When 5,000 people got hungry, they fed it. Wenn da 5000 hungrige Leute waren, hat Jesus sie Because gefüttert. grace is always supporting and always giving. Die Gnade, die unterstützt immer und ist immer gebensfreudig. So what is the practical way? How can I walk in the Spirit, Pastor? Also wie sieht das in der Praxis aus? This is in the Proverbs 3, verse 6. This is the main point. Und der Hauptpunkt steht hier geschrieben. Acknowledge. Anerkennen ihn. In every part of your life, you acknowledge Him. In jedem Teil unseres Lebens erkennen wir ihn, anerkennen wir ihn. What is the meaning of acknowledge, Pastor? Go to the next. Was ist die Bedeutung davon? In all that ways, know Him. Im nächsten Teil, Sprüche 3, Vers 6. Yeah. In all deinen Wegen Know kennen Him. ihn. Okay, know Him. Ihn zu kennen. So it's very easy, people. Also es ist sehr simpel. Do you believe? So it's example like this. You face a situation. Also glaubt ihr daran. Zum Beispiel ihr steht einer Situation entgegen. Your doctor said probably Euer Doktor hat vielleicht gesagt, euer Arzt hat gesagt, it's very hard situation that you have.
Du stehst vor einer sehr schwierigen Situation. Probably it cannot be cured. Wahrscheinlich kann es nicht geheilt werden. Do you believe him? Glaubst du an den Arzt? Or you said, I acknowledge my Jesus. Oder sagst du, ich anerkenne meinen Jesus? What the meaning acknowledge is that you not believe this, but you more believe in what he said. Also die Bedeutung von Anerkennung, das ist nicht, nicht das zu glauben, sondern daran zu glauben, was Jesus gesagt hat. About your situation. Über deine eigene Situation. Amen. That is acknowledge. Und das was bedeutet So acknowledgement in everything, you counter everything, not with your own thing, not with your own experience, not you counter that with not these things. Das bedeutet in aller neuen Situationen nicht mit eurer eigenen Erfahrung entgegenzustehen, sondern mit Jesus. But you counter everything with the word of God. Sondern mit dem Wort Gottes entgegenzustehen. Amen. You know why Jesus can want everything what the devil throw to him? Wisst ihr, warum Jesus alles möchte, was der Teufel zu euch schmeißt? Because he said, the word said. Wisst ihr, warum Jesus das alles entgegenstehen konnte, was der Teufel ihm zugeworfen hat? Weil er gesagt hat, dass im Wort steht, es steht geschrieben. The word said. The word said. Im Wort steht es geschrieben, hat Jesus immer gesagt. So this is acknowledging. Und das ist, was bedeutet, anzuerkennen. That's why today, listen to me. Deswegen hören wir heute gut zu. Because of the word of God that we have in our life. Wegen dem Wort Gottes, das wir heute in unserem Leben haben. Because of the gospel of grace, you know. Wegen dem Evangeliums der Gnade. Listen to me, church. Hör mir gut zu. Everything is impossible for us. Alles ist möglich für uns. Everything possible for us, sorry. Alles ist möglich für uns. Amen. I just don't know how bad the situation is today. Also ich weiß nicht, wie schlimm eure Situation ist. But what I know today is one thing. Aber was ich heute wirklich weiß. My Jesus is greater than everything. Mein Jesus ist größer als alles. My Jesus is greater than everything. Mein Jesus ist größer als alles. And acknowledge is really know what the situation to counter with the words of God. Anzuerkennen bedeutet wirklich zu wissen, jede Situation mit dem Wort Gottes entgegenzustehen. That's why the things that you have to know, whatever you face today, how you walk in your life, acknowledge Jesus. Deswegen müsst ihr wirklich wissen, egal welche Situation ihr entgegensteht, ihr müsst Jesus anerkennen. And He will make your paths straight. Und er wird euren Pfad eben machen. That's why He said in John 10, verse 10 until 18, we read it. Look at this. John 10, verse 10 until 18. It said like this. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Amen. Amen. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he's a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring. And they will bear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Therefore my Father loves me, because I lay down my life, and I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father. Enjoy this. Johannes Evangelium 10, Vers 10 lesen wir. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstört die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen bekannt und bin den meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe.
Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafherde sind. Und auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. So that's why I want to say to you is very clear today, okay? Deswegen, was ich sagen möchte, ist sehr It's very klar. simple. Sehr simpel. So when you face your life, when you walk your walk, whatever you do in your life, Deswegen, wenn ihr euer Leben lebt, you have a good shepherd. ihr habt einen guten Hirten. And listen, John 10, it said, it's very clear, church. Listen to me. This is a security that we have under the grace of God. Deswegen steht es sehr sicher geschrieben in Johannes 10,10. Jesus never come to kill, steal, and destroy, but He come to give you life and abundantly. Jesus ist niemals dafür gekommen, um zu stehlen, verderben oder kaputt zu machen, sondern er ist gekommen, um uns das Leben im Überfluss zu geben. He will give you this. Und er möchte euch das geben. Don't ever think when something happens bad in my life, this come from Jesus. No, Lasst uns niemals denken, dass egal wenn etwas Schlechtes in eurem Leben passiert, dass es von Jesus kommt. because He not steal, kill, and destroy you. Denn er ist nicht derjenige, der stehlt, kaputt macht oder verderbt, He wants to bring life back in your life, sondern er möchte das Leben zurück in euer Leben bringen. and that you enjoy your life abundantly. Und dass ihr euer Leben im Überfluss genießen könnt. Amen. Do you think stress is abundantly life? Glaubt ihr, dass der Stress ein Überfluss im Leben ist? Do you think depression is abundantly life? Glaubt ihr, dass der No. Druck euer Leben im Do Überfluss ist? you think not having enough for the day is abundantly life? No. Bedeutet es gerade genug für den Tag zu haben, dass ein Überfluss im Leben ist? And our God, through Jesus Christ, the Lord, He doesn't want you to have these things that you have stress, sickness, whatever it is in your life. No, He doesn't want to. Und Gott möchte nicht, dass ihr Stress oder Druck oder was auch immer es in eurem Leben, dass ihr das habt. That's why He died on the cross. Und deswegen ist er für euch auf dem Kreuz And gestorben He rose again und wieder so auferstanden, that you and I have abundantly life. damit ich und du ein Leben im Überfluss haben können. Amen. So killing, destroying, and stealing is not from God. Und deswegen ist das Stehlen, das Verderben und das Kaputtmachen nicht von It's from Gott, the thief. sondern vom Dieb. And the devil hates you, and he is a killer, he is destroyer, and he is a stealer. Und der Teufel, der Teufel ist der Mörder und der Stehler und der Verderber. Our God is a good God. Unser Gott, der ist ein guter Gott. Amen. So you have, and he said very clear, I am a good shepherd. Und Jesus hat ganz deutlich gesagt, ich bin ein guter Hirte. You know the criteria for the good shepherd is? Und wisst ihr, was die Voraussetzungen für einen guten Hirten sind? The criteria are, look at this. Die Voraussetzungen sind wie folgt. The good shepherd gave his life to you. Der gute Hirte hat sein Leben für euch gelassen. Listen. When you read all the passage, Wenn ihr den gesamten Vers liest, you know that he gave everything to you, right? dann wisst ihr, dass er euch The wirklich alles best gegeben hat. thing that God can give to you through Jesus Christ is his life. Das Beste, was Gott durch Jesus Christus geben konnte, war sein eigenes Leben. And he gave it. Und das hat er wirklich getan. This is the biggest thing in the whole universe, you know. Das ist die größte Sache im ganzen Universum. This is the biggest thing and he gave it to you. Die größte Sache und er hat sie euch gegeben. Do you think he's not give you the lesser thing? Glaubt ihr da nicht auch, dass er eine wenigere Sache euch geben würde? Come on, church. Only to become a CEO in some things or a best student, whatever. Do you think he cannot give you? Oh, come on. Um irgendwo der CEO zu werden oder vielleicht der beste Student irgendwo zu werden, glaubt ihr, Yeah. dass was man nicht machen soll? Listen to them. Oh, come on. Like that. Na los! Come on, guys. You don't think like that, or Wir können doch nicht so denken. or he not restore things in your house, or he is not restore things in your life, or whatever it is. Do you think he is so cruel and not give you that? Glaubt ihr, dass er Sachen nicht in eurem Leben reparieren würde? Dass er wirklich so fies ist und euch Sachen nicht geben würde? He already gave you his life, the best thing. Nein, er hat sogar sein Leben euch gegeben. Die beste Sache. What I want to say to you today, listen to me. Was ich euch heute sagen möchte, ist wie folgt. When you, whatever you do in your life, or you go to shopping, whatever it is, okay? Was ihr auch immer in eurem Leben tut, When you see the cross, wenn ihr aufs Kreuz schaut, you know you have a good shepherd. dann wisst ihr, dass ihr einen guten Hirten habt.
And you know what happens when you have a good shepherd? Wisst ihr, was passiert, wenn ihr einen guten Hirten habt? He provides everything for you. Dann besorgt er euch alles. Don't tell me about the theologians or you have to know the good shepherd, what Jesus said, he will provide everything for you. Erzählt mir die Sachen von Everything. der Intelligenz oder sowas, sondern nein, unser guter Hirte, der wird für euch alles bereitstellen. I don't know what you need, but he will provide everything. Ich weiß nicht, was ihr heute braucht, And aber er it's wird alles not bereitstellen. the measure is not only enough, but abundant. Und nicht nur gerade so, sondern im Überfluss. Amen. Say to your neighbors, my shepherd will provide everything to me abundantly. Say it to them, come on. Lasst uns zu meinen Nachbarn sagen, mein Hirte wird mir alles im Überfluss geben. So when you see the cross, you know that you have a good shepherd. Also wenn ihr aufs Kreuz schaut, dann wissen wir, dass wir einen guten Hirten haben. That's why you can enjoy your life. Deswegen können wir unser Leben genießen. Amen. The second things Der zweite Punkt. in the verse 13, look at it, John 10 verse 13. Look, the hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. Did you ever? Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Genau. So listen to me. The good shepherd taking care of you. Also hört mir gut zu, der gute Hirte, der kümmert sich um euch. Okay? He will take care of your addiction. He will take care about everything about in your life. He will take care about the negative thing in your life. He will take care about you. Er wird sich um euch kümmern, eure Abhängigkeit über alle negativen Dinge in eurem Leben. Er wird sich darum kümmern. Don't say that God doesn't take care of you. Und lasst uns nicht sagen, dass Gott sich nicht um uns Because the kümmert. good shepherd will take care about his sheep. Weil der gute Hirte, der kümmert sich um seine Schafe. Amen. He will take good care of you. Why? Because he is not a hireling. Und warum wird er sich so um uns kümmern? Weil er nicht ein Mietling ist. Because he's a good shepherd. Er ist der gute Hirte. And he said, I will taking care about you. Und er sagt, He genau, will taking care about your problem. He will taking care about your sickness. He will taking care about your future. He will even taking care about the small thing in your life that you never think. He will taking care about that. sogar über die kleinsten Dinge in unserem Leben wird er sich darum kümmern. You know why? Wisst ihr warum? So that you all can enjoy your life in Him. So dass wir alle unser Leben in ihm genießen können. Amen. Listen to me. It's all your fault. Es No, ist, I'm speaking. es ist alle eure Schuld, When you cannot enjoy your life. wenn ihr euer Leben nicht genießen könnt. Because your shepherd prepared everything for you. Denn euer Hirte hat schon alles für euch vorbereitet. Amen, church. Either you believe God or not, He will take care of it. Ob ihr Gott glaubt oder nicht, er wird sich um euch kümmern. This is this. Denn das ist das Wort. The good shepherd taking care of you. Der gute Hirte, der kümmert sich um euch. And you know things. This is very wonderful, you know. John 10 verse 10. Look at this. And he said next, John 10 verse John 10 verse 16. It said like this. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and they will be on flock and one shepherd. This is us. Therefore, my Father loves me because I lay down my life that I may. John 10 verse 14. I just want to give John 10 verse 14. I am, look at this, I am the good shepherd and I know my sheep. And then I'm known by my own. John 10 verse 14. Johannes 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und und bin den meinen bekannt. Listen to me. This is two things happens here. Hier sind zwei Punkte in diesem Vers. The good shepherd knows you. Der gute Hirte, der kennt dich. Jesus knows you very well. Jesus, der kennt dich sehr gut. Amen. Your father and your mother probably they don't know you. Eure biologischen Eltern, die kennen euch wahrscheinlich nicht so gut. Probably your wife and your husband doesn't know you. Deine Frau oder dein Mann, die kennen euch auch nicht so Until gut. the small things. Bis auf die kleines Detail. You don't know your children. Vielleicht, und du kennst eure Kinder auch nicht. But God knows. The good shepherd knows until the small details of your life. Aber der gute Hirte, Gott weiß bis aufs kleinste Detail in eurem Leben. He knows everything that hiding. Alles, was auch versteckt ist. He knows everything that happens in your life.
Alles, was in eurem Leben passiert. He knows your disappointment. Er kennt eure Enttäuschung. He knows your wound. Er kennt eure Wunden, He knows your fear. eure Ängste. He knows everything about you. Er weiß alles über euch. You cannot hide from him. Ihr könnt euch nicht vor ihm He verstecken. knows your addiction, Er kennt eure Abhängigkeit. about everything. Über alles. You know it. Er weiß es. And listen, Und hört mir gut zu. he will take care of it. Er wird sich darum kümmern. It's not you, but him. Es handelt sich nicht um euch, sondern um ihn. He knows every details that happens in your life. Kennt jedes Detail, das in eurem Leben passiert. And he will take care about it. Und er wird sich darum kümmern. Why? Because he is a good shepherd. Und warum? Weil er der gute Hirte ist. Now, but you ask, but how happens that, Pastor? Aber wie kommt das? The second thing is, look at this, look at this. Again, this is acknowledgement, okay? I am the good shepherd and I know my sheep. This is a very bold situation. I am a good shepherd, it means he is good, and I know my own sheep. He knows you, okay? Hier handelt es sich wieder über das Wort Anerkennung. Gott sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne dich. Ich kenne meine Schafen. I just don't know, probably you heard like this. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht habt ihr es wie folgt schon mal gehört. It's not Bible, okay? Aber es basiert nicht auf der Bibel. Because sometimes I heard the preacher said like this. Manchmal habe ich Predigen gehört, solche The Predigen, shepherd had a staff, you know. dass der Hirte einen Stab hat. Yes, and the staff Und dieser Stab is also ist auch, to hit the sheep. um die Schafe zu hauen, So the sheep found everything again. sodass die Schafe wieder alles finden können. So it's something they have to do with the sheep. Und das ist etwas, das mit den Schafen zu tun hat. Listen, Aber hört mir gut zu. read the Bible. Liest die Bibel. Do you see Seht ihr, that the staff of Jesus will hit you? dass der Stab von Jesus euch schlagen wird? Come on, guys. Whoever hear about this? Wer hat schon mal so eine Predigt The gehört? staff will be like a staff that pull you again in the right. But no, Dass der Hirte einen Stab hat, um euch wieder auf den richtigen Pfad zu führen. that is a lie. Das ist eine Lüge. That is not the gospel. Das ist nicht das Evangelium. Because the staff of God, look at this in Psalm 23. Your staff will comfort me. In dem Psalm 23, dein Stab wird mich beruhigen. Do you think that staff that they used to this can comfort you? Denkt ihr, ein Stab, der euch so schlagen soll, euch beruhigen kann? I just want to make everything upside down, okay? Ich möchte alles auf den Kopf So drehen, that you know the real gospel. damit ihr dieses wirkliche Evangelium kennt. Amen. The staff of God is not for hitting the sheep. Der Stab von Gott ist nicht dafür da, um die Schafe zu hauen. No, it's not for that. Nein, darum geht es nicht. But go to 10 verse 14 again so that you know. Go to 10 verse 14. John 10 verse 14. So, things that happens here, look at this. Go on. In English. I am the good shepherd and I know my sheep. Okay? Good shepherd. Good shepherd will do always the good thing. And abundant. And look at this. And known by my own. Also Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und bin bei den meinen bekannt. You know what is this? Wisst ihr, was das bedeutet? This is acknowledgement. Das bedeutet Anerkennung. It means like this. So, when the good shepherd speaks, Also wenn der gute Hirte was sagt and you know his word, und ihr sein Wort kennt and through this you have trust in him, und ihr dadurch Vertrauen auf ihn habt, that is acknowledgement. das bedeutet So Anerkennung. it means as the good shepherd speaks, Das bedeutet, so wie der gute Hirte spricht, you say, this is the true things. dann sagt ihr, das ist die Wahrheit. Not is the surrounding me from the Lord, from the world, Nicht das, was um mich herum ist von der Welt, but what the good shepherd said. sondern das, was der gute Hirte gesagt hat. Amen. That is the meaning known by my own. Und das, was bedeutet, bei von den meinen bekannt zu sein. What I want to say to you, Was ich euch sagen möchte, make the word of Jesus macht das Wort Jesus the main important things in your life. zur wichtigsten Sache in eurem Leben. Amen. Because the word of God, the gospel, Denn das Evangelium is the power of God. ist die Kraft Gottes. So it means like this, people.
Also das bedeutet wie When folgt. you let the word of Jesus overflow in you, Wenn ihr das Wort Gott in eurem Leben zu Überfluss it lässt, means you let the power of God work through you, das bedeutet, ihr werdet das Wort Gottes, die Kraft Gottes durch euch arbeiten lassen. and you will reign in life. Und ihr werdet in eurem Leben herrschen. Amen, church? Simple. Very simple to follow Jesus. Okay? Und so leicht ist es, Jesus zu folgen. He is a good shepherd. Er ist der gute Hirte. As you hear his voice, Und so wie wir seine Stimme hören, trust. lasst uns auf ihn vertrauen. Say, this is my situation. Und lasst uns sagen, das ist meine Situation. When whatever happened, when Jesus said, I love you, Was auch immer passiert, wenn Jesus sagt, ich liebe dich, even your failure, he said, I love you. auch in deinen Niederlagen sagt er, You ich know, liebe dich. he loves you. Amen. Dann lass uns auch When wissen, he dass es said, ist. when you come, when I will, he doesn't say, you come to me and I give you abundance. No, no, no. I coming so that you come. Look at this. Okay, John 10 verse 10. Go to John 10 verse 10. Look at this. Go to John. I just want to remind you again, okay? John 10 verse 10. It said like this. The thief does not come in except to steal, to kill, and destroy. You know that. But look at this. I have come. So Jesus has come that the sheep may have life and that they may have it more abundantly. In German, please. Also Johannes 10, Vers 10, schau dich nochmal an. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. I want to ask you, who coming? Ich möchte euch fragen, wer ist hier gekommen? You coming or God coming? Bist das du, der gekommen ist, oder ist das Gott, der gekommen ist? Because there is a teaching said, when you coming to God, you have to come with both heart, with this and this, so you receive blessing. Oh, come on, man. Weil es gibt eine Lehre, die sagt, wir müssen kommen mit einem mutigen Herzen, um den Segen zu erfangen. But John 10 said like this. Aber in Johannes 10 steht es so geschrieben. He coming. Er ist gekommen. He coming. Er ist gekommen. And he will give. Und er wird geben. What your part only Was euer to Teil ist, receive and to enjoy. es anzunehmen und es zu genießen. Amen. That's called grace. Das, was wir Gnade nennen. Not he coming, walking. No, 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 no. He coming and he will give abundantly. Nicht, dass wir kommen und gehen müssen, sondern nein, er ist gekommen und hat uns Amen, church. Überfluss gegeben. This is the gospel. Und das ist das Evangelium. So, okay, so that's mean when you following him, it's just said, I know, Lord, I know that you're coming, and I know my life now. Bless abundantly. Das bedeutet, wenn wir ihm folgen wollen, dann müssen wir sagen, ja Herr, ich weiß, dass du gekommen bist und ich weiß, dass du mich im Überfluss segnest. Oh, and look at this. This is the security that we have in Jesus Christ. Und das ist die Sicherheit, die wir John in 10, Jesus haben. verse 27 and 28. Look at this, look at this. This is the security that you have. You are blessed. You are greatly blessed. And you have security in him. John 10, my sheep hear my voice. Amen, church? I know them. And they follow me, acknowledge me. Okay? 28. And I give them eternal. Oh, Jesus, this is to feel. Sometimes I said, God, it's too abundant, you know. And I give them eternal life, and they shall never perish. And this is security. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Give Jesus praise. Come on, church. You read it. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und das ist, was Anerkennung bedeutet. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Listen to me. Hört mir zu. What you are with Jesus, Was ihr mit Jesus seid, nobody can separate you from him. da kann niemand euch mehr von ihm trennen. And you know what happens? Wisst ihr, He was will dann passiert? do everything for you. Er wird alles für euch tun. Now you do for Jesus, but he will do everything for you. Das sind nicht wir, die etwas für Jesus tun, sondern Jesus wird alles für uns tun. Amen, church? That's why it said he is the author and the finisher of our faith. Deswegen steht geschrieben, dass er der Autor und der Vollbringer He is the blesser of our life. unseres Glaubens ist. Er ist der Segner unseres Lebens. I will give them Und es steht geschrieben, ich werde ihnen geben Ewigkeit. die Ewigkeit. That's why I want to say to you, Deswegen möchte ich gerne sagen, don't hate your neighbors. hasst eure Nachbarn nicht. Especially in the church. Besonders in der Kirche. Amen. You know why? Wisst ihr warum? You will see him over and over and over again. Ihr werdet die Person wieder und wieder und wieder sehen.
That's why don't hate people in the church. Deswegen lasst uns nicht die Leute in der Kirche All hassen. believers. Alle I Gläubigen. don't say that you also have to hate everyone. No. But listen to me. When you have something with your neighbor or in the church, Also wenn ihr ein Problem mit jemandem habt oder der Gemeinde, say to them, I love you. sagt zu ihnen trotzdem, ich liebe dich. Okay? And pray together. Und lasst zusammen beten. Because listen to me. Dann hört mir gut zu. You will see him again. Ihr werdet sie wieder In sehen. heaven. Im Himmel. In Ewigkeit. In Eternity. See around you, please see around you. See around you. Schaut Say to them, you will see me again and again. Either you like it or not. Schaut Either you like it or not. You will see me. euch um und sagt, ich werde diesen That's why I said to you, don't hate your pastor. Deswegen sage ich euch, hasst You ihn. know why? Because I will see you again and again and again. Weil ich werde euch immer wieder... Amen. Don't hate me. Hasst mich nicht. Okay? Because I will see you. Denn ich werde euch sehen. And I will haunt you in heaven. Ich werde euch im Himmel verfolgen. No. Oh, it's kidding. Okay? But I want to say to you, the security that we have, once you save Die Sicherheit, die wir haben, wenn in Jesus, wir in Jesus gerettet sind, you know what happens? Nobody can snatch you. dann kann euch niemand mehr daraus wegnehmen. Amen, church? That's why, when they said like this, but Pastor, there is in Revelation, they said, Jesus will throw up because we are lukewarm. Aber in der Offenbarung steht geschrieben, dass Jesus uns ausspucken wird, weil wir lauwarm sind. You know, the lukewarm is not you, church. Aber das Lauwarme, das seid nicht ihr. Okay? You are not lukewarm. Ihr seid nicht die Lauwarmen. Okay? Because you know what? How can Jesus throw up his own body? Denn wie kann Jesus seinen eigenen Körper ausspucken? Amen? How can you throw up your tongues? Könnt ihr eure Zunge ausspucken? I don't want my tongues. I just throw up. Ich möchte meine Zunge nicht, You also spucke ich cannot. selber You aus. cannot. Aber das können wir Don't nicht. be so foolish, okay? Lass uns nicht so... Say to your neighbor, don't be so foolish. Sag zu deinen Nachbarn, sei nicht so... Okay. So, you are secure in Jesus, okay? Also ihr seid sicher in Jesus. So nobody can snatch you out. Nobody can separate you because he loves you very much. Niemand kann euch mehr von seiner Hand rausreißen. While you with Jesus together, Wenn ihr mit Jesus zusammen seid, you will be forever with dann Jesus. seid ihr für immer mit Jesus. Forever! Für immer. Everything can separate you from him. Nichts kann euch von ihm mehr trennen. Nobody. Niemand. Not even what you did. Nicht mehr, was du getan hast. Not even what you said. Nicht mehr, was du gesagt hast. Because you become one with him. Denn ihr werdet eins mit ihm. That's why he said, nobody can snatch them out. Deswegen hat er gesagt, niemand kann sie mehr von meiner Hand rausreißen. Amen, church. Thank you, Jesus. Right? Lass uns Jesus danken. Can I give Jesus praise the Lord? Lass uns Jesus preisen. Now, I want to close with this. Psalm 23. Go to Psalm 23. Psalm This is the 23. good shepherd. The good shepherd, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yeah. Though I walk through the valley of the shadow of the death, I will fear no evil. You know why? Because you are with me. Look at this. Your rod and your staff is not for the hitting, but your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cups runs over. 6. Surely, goodness. Look at this. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. In German. Psalm 23, Vers 1 lesen wir. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. That's why, based on this, that Jesus said, I come so they may have life and have it abundantly. Und darauf basiert es, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen damit, und ich gebe ihnen Leben und Leben im Überfluss. So listen to me. Psalm 23, beginning with this. Psalm 23, beginning, the Lord is my shepherd. And look at this, the first thing, I shall not want. Am Anfang von diesem Vers steht geschrieben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen. Say to your neighbors, because I have a good shepherd, I am not want. Say to him. Lass uns noch Say to your mal neighbors, sagen. with faith. Come on, say it. Mit Vertrauen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen. Amen. And look at this. What you have to do, only one thing. Aber was wir tun müssen, ist nur eine Sache. Just rest and enjoy. Lass uns entspannen und es genießen. Enjoy. Lass uns es That's genießen. why he said, he will bring me to lie down in a green pasture. He leads me beside the still waters. He restores my soul, part of righteousness for his name. And whatever happens there, what I want to say to you from, you can read it again when you're at home. What is your main things that to do in Psalm 23? Deswegen lest euch nochmal genau Psalm 23 durch. Was steht da genau geschrieben, was ihr tun sollt? You are only what you do is only to receive and to enjoy. Was ihr tun müsst im Psalm 23 ist einfach anzunehmen und es zu genießen. Who do everything for you? Wer tut alles für euch? Jesus, Jesus, the good shepherd. der gute Hirte. Amen. He will provide everything for you. Er kümmert sich um alles für And euch. when you acknowledge this Und wenn ihr das anerkennt, in everything of your life, in allem in eurem Leben, you know what happens to you? wisst ihr, was da passiert? You're walking in the Spirit. Dann wandelt ihr im Geiste. And you know what happens when you're walking in the Spirit? Wisst ihr, was dann passiert? Love, peace, joy, righteousness. You will enjoy your life, church. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Selbstbeherrschung. Ihr werdet euer Leben genießen. So today I just want to give you this one. Deswegen möchte ich euch heute noch das eine geben. Don't have stress anymore. Habt keinen Stress mehr. Don't have doubt anymore. Habt keinen Zweifel mehr. Don't be afraid anymore. Okay? Habt keine Ängste mehr. I just want to say to you, enjoy your life with your Jesus. Ich möchte euch sagen, genießt euer Leben mit eurem Jesus. And enjoy the green pastures. Genießt die grünen Auen. Enjoy the still waters. Genießt die stillen Wasser. Enjoy the tables that He already provided for you. Genießt die Tische, die er für euch vorbereitet hat. Even there is something's happen, just enjoy Him, amen. Und wenn eure Feinde um euch herum sind, trotzdem genießt das. Okay. And you will see, you will go up and up and up. Wie wir sehen, ihr werdet immer weiter hoch und You hoch. will reign in life. Ihr werdet in eurem Leben herrschen. And I want to close with Colossians 2. Thanks. Colossians 3, verse 1 up to 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life now is hidden with Christ in God. Kolosserbrief 3, Vers 1 bis 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Amen, church. It means only one thing. Und das bedeutet nur eine Sache. You have be conscious. Ihr müsst euch bewusst sein, You already sitting on the throne without Jesus. dass wir schon auf dem Thron mit Jesus zusammen You sitzen. are sitting on the throne with our Lord. Wir sitzen zusammen mit unserem Herrn auf dem Thron. Because your life now, Denn euer Leben jetzt, that you live now, your life that you live now, das Leben, das wir jetzt leben, is in Jesus. ist in Jesus Christus. Okay? Is in Jesus.
is hidden in Jesus Christ ist verborgen mit Jesus Christus. and in God. In Gott verborgen. Your life is in God. Unser Leben ist in Gott. One thing only happens. Nur eine Sache passiert. Your life today Euer Leben heute actually is a godly life. ist ein göttliches Leben. Amen. It's not humanity anymore. Es ist nicht mehr ein menschliches Leben, But your life is a godly life. aber wir leben ein göttliches Leben. That's why I want to say to you, Deswegen möchte ich euch sagen, you can it. You will have it. You will have blessing. ihr werdet Segen haben. You will have what you want. Ihr werdet es haben. You have your healing. Ihr habt die Heilung. You have your future. Ihr habt eure Zukunft. Enjoy your togetherness with the Lord. Genießt eure Zusammenhalt And mit live Jesus. life. And live your life Und lebt euer Leben in godly way. in einem göttlichen Weg. Amen, church. What is the meaning life in a godly way? Und was bedeutet es, das Leben in einem göttlichen Weg zu leben? Listen to me. Hört mir gut zu. Everything is possible for you. Alles ist möglich für euch. Amen. Amen, church. Yeah, come on, give you. Lass uns diesen Teil. Say to your neighbors, I have a godly life and everything possible to me. Say it to me. Lass uns zu einem Nachbarn sagen, ich habe ein göttliches Leben und darum ist mir nichts unmöglich.